Willkommen zu einer weiteren Reise in die Vergangenheit. Stell dir vor, du öffnest an einem kühlen Herbstmorgen die Tür eines hölzernen Langhauses. Draußen liegt dichter Nebel über den bewaldeten Hügeln des heutigen Hessens. Der Duft von feuchter Erde, Rauch und brennendem Holz erfüllt die Luft. Rinder schnauben im Stall, ein Hund läuft über den Hof und aus der Feuerstelle steigen die ersten Funken des Tages empor. Wir schreiben das Jahr 150 nach Christus. Nur wenige Wegstunden entfernt endet das Römische Reich am Limes. Doch auf dieser Seite der Grenze beginnt eine völlig andere Welt. Hier leben die Chetten, ein Stamm, den die Römer zu den Germanen zählten. Bis heute hält sich das Bild von wilden Barbaren in Fällen, die tief in dunklen Wäldern hausten. Doch wie sah ihr Alltag wirklich aus? Wie wohnten sie? Was aßen sie? Woran glaubten sie? Und warum irrte sich Rom in seinem Urteil über diese Menschen so gewaltig? Begleite mich auf eine Reise in eine Zeit, in der das Leben von der Natur bestimmt wurde, Handel und Krieg eng beieinander lagen und der Limes weit mehr war als nur eine Grenze. Der Begriff Germanen führt dabei eigentlich in die Irre, denn dieses eine Volk hat es nie gegeben. Es war eine Bezeichnung der Römer für zahlreiche unterschiedliche Stämme, die sich selbst niemals als Einheit verstanden. Jeder Stamm hatte seine eigenen Anführer, seine eigenen Traditionen und oft sogar eigene Götter. Die Menschen, die hier leben, gehören zu den Chetten, einem Stamm, der das Gebiet des heutigen Hessens bewohnte und dessen Name bis heute im Namen des Bundeslandes weiterlebt. Das Zentrum des Lebens ist ein einziges Gebäude, ein Langhaus. Von außen wirkt es schlicht. Holzpfosten, Lehmwände, ein Dach aus Stroh oder Ret. Doch im Inneren spielt sich fast das gesamte Leben ab. Unter einem Dach wohnen Menschen und Tiere. Der Stallbereich spendet Wärme, die Tiere helfen dabei, die kalten Wintermonate zu überstehen. Ein solches Haus kann beeindruckende Ausmaße erreichen. Manche sind über 20 Meter lang. Für den Bau werden große Mengen Holz benötigt. Mächtige Eichen werden gefällt, Balken zugeschnitten und mit einfachen Werkzeugen verarbeitet. Ein modernes Haus ist es nicht. Es gibt keine Fenster aus Glas, keinen Schornstein. Der Rauch der Feuerstelle steigt durch das Dach. Wer hier lebt, kennt den Geruch von Feuer jeden Tag. Doch das bedeutet nicht, dass diese Häuser primitive Höhlen waren. Archäologische Funde zeigen, die Menschen schmückten ihre Kleidung, fertigten kunstvolle Gegenstände und gestalteten ihre Wohnräume mit Textilien. Auf Bänken und Fellen saßen Familien zusammen. Kinder wuchsen mitten im Alltag auf. Sie lernten früh, Tiere zu versorgen, Holz zu sammeln, Werkzeuge zu benutzen und die Aufgaben der Erwachsenen zu übernehmen. Das Leben war hart, aber es war organisiert. Wenn der Morgen beginnt, wartet die Arbeit. Rund um das Gehöft liegen Felder. Hier wachsen Gerste, Hirse, Hafer und verschiedene Hülsenfrüchte. Die Landwirtschaft ist mühsam, es gibt keine modernen Maschinen. Jede Ernte hängt vom Wetter ab. Aus Getreide entstehen Breie und einfache Brote. Milch und Käse gehören zum Alltag. Auch Bier wird gebraut, nicht als Luxus, sondern als normales Getränk. Wasser war nicht immer zuverlässig sauber, während das Brauen von Bier eine sichere Möglichkeit bot, Getreide haltbar zu machen. Fleisch gibt es ebenfalls. Aber anders als viele denken, steht nicht jeden Tag ein großes Stück Wild auf den Tisch. Besonders Schweine sind wertvoll. Fleisch gehört eher zu Festen und besonderen Anlässen. Dann wird auch Met ausgeschenkt, ein Getränk aus Honig. Wein dagegen bleibt selten. Er kommt aus dem Süden, aus dem Römischen Reich. Und wer ihn besitzt, zeigt damit oft seinen Wohlstand. Über Jahrhunderte hielt sich ein Bild: der Germane als ungepflegter Krieger in Fellkleidung, der in dunklen Wäldern lebt. Doch dieses Bild stammt vor allem aus römischer Darstellung. Die Realität war deutlich vielfältiger. Germanische Menschen trugen Kleidung aus Wolle und Leinen.
Archäologische Funde zeigen gefärbte Stoffe, Schmuck und aufwendig gefertigte Gewänder. Farben hatten Bedeutung. Sie konnten zeigen, welchen Rang jemand besaß oder zu welcher Gruppe er gehörte. Auch Körperpflege war kein Fremdwort. Gefunden wurden Kämme, Pinzetten und Rasiermesser. Das Fell von Tieren war vor allem ein Handelsgut. Es wurde nach Süden verkauft. Die Römer selbst stellten Germanen auf ihren Darstellungen häufig mit Hose, Hemd und Umhang dar, nicht als Menschen, die ausschließlich in Tierhäuten lebten. Neben Landwirtschaft und Viehzucht gab es spezialisierte Handwerker. In vielen germanischen Regionen wurde Eisen verarbeitet. Besonders die Gebiete rund um Lahn und Dill waren reich an Eisenerz. Das Erz fand sich teilweise in feuchten Böden und Mooren. Mit einfachen Öfen wurde daraus Metall gewonnen. Daraus entstanden Messer, Werkzeuge und Waffen. Auch Frauen spielten eine wichtige Rolle in der Herstellung von Kleidung. Das Spinnen und Weben war eine der wichtigsten Tätigkeiten im Haushalt. Ein gut gefertigtes Kleidungsstück konnte viele Tage oder Wochen Arbeit bedeuten. Aber wer regierte diese Gesellschaft? Anders als Rom kannten die germanischen Stämme keine großen Verwaltungsapparate, keine Beamten, keine Städte voller Behörden. Macht entstand vor allem durch Ansehen. Ein Anführer musste überzeugen, er musste erfolgreich sein, großzügig handeln und Anhänger gewinnen. Befehlen konnte er nicht einfach wie ein römischer Statthalter. Wer ihn folgte, tat dies freiwillig. Wichtige Entscheidungen wurden in Versammlungen getroffen, dem Ting. Hier kamen freie Männer zusammen. Sie berieten über Streitigkeiten, Bündnisse und Krieg. Auch Recht wurde gesprochen. Blutrache war möglich, doch häufig konnte ein Konflikt durch eine Entschädigung beendet werden. Das sogenannte Wehrgeld, ein festgelegter Wert für einen entstandenen Schaden. Die Religion der Germanen unterschied sich stark von der römischen. Es gab keine großen Tempel aus Stein. Die heiligen Orte lagen oft in der Natur, in Wäldern, an Quellen, in Mooren. Die Römer versuchten germanische Götter mit ihren eigenen Vorstellungen zu vergleichen. So wurde ein wichtiger Gott häufig mit Merkur gleichgesetzt. Doch die ursprünglichen Namen und Geschichten sind nur teilweise erhalten. Vieles wurde über Jahrhunderte mündlich weitergegeben. Hinter den Hügeln verläuft eine der berühmtesten Grenzen der Antike, der Limes. Viele stellen ihn sich als undurchdringliche Mauer zwischen zwei Welten vor. Doch in Wahrheit war er vor allem eine Kontrolllinie, eine Grenze, durch die Menschen und Waren flossen. Aus Rom kamen Glasgefäße, Keramik, Bronzeschmuck, Wein, Münzen. Aus den germanischen Gebieten gingen unter anderem Vieh, Häute und andere Rohstoffe nach Süden. Manche römische Münzen wurden nicht einmal als Geld verwendet. Sie wurden durchbohrt und als Schmuck getragen. Ein Zeichen dafür, dass Rom zwar Einfluss hatte, aber nicht einfach kopiert wurde. Die Grenze trennte nicht nur Landschaften, sie verlief auch durch Familien und Lebenswege. Manche junge Männer aus germanischen Stämmen traten in römische Hilfstruppen ein. Sie dienten viele Jahre in der Armee. Sie lernten Latein. Sie erhielten manchmal das römische Bürgerrecht. Und wenn sie zurückkehrten, brachten sie neue Erfahrungen mit. Sie kannten die Stärke Roms, aber sie blieben Teil ihrer eigenen Welt. Um das Jahr 150 nach Christus scheint diese Welt stabil. Handel funktioniert. Der Limes schützt die Provinzen. Doch diese Ruhe hält nicht ewig. Nur wenige Jahre später greifen Chatten römisches Gebiet an. Es ist ein Zeichen kommender Veränderungen. An der Donau beginnen die großen Markomannenkriege. Das römische Reich gerät zunehmend unter Druck. Über Generationen verändern sich die Stammeslandschaften. Aus vielen kleineren Gruppen entstehen größere Verbände. Franken, Alamannen, andere neue Machtzentren. Schließlich geben die Römer im 3. Jahrhundert den Limes auf. Nicht mit einer einzigen großen Schlacht, sondern langsam. Kastelle werden verlassen.
Soldaten abgezogen, Holzbauten zerfallen. Die Grenze verschwindet im Wald. Das alte Gehöft existiert längst nicht mehr. Das Holz ist verrottet, die Dächer sind verschwunden. Zurück bleiben nur Spuren im Boden, Pfostenlöcher, Keramikscherben, Werkzeuge. Ein paar Gegenstände, die fast 2000 Jahre überstanden haben. Doch die Menschen selbst sind nicht verschwunden. Ihre Spuren finden sich noch heute. In Ortsnamen, in Landschaften, in alten Traditionen. Die Germanen waren keine wilden Barbaren aus dunklen Wäldern. Sie waren Bauern, Handwerker, Händler, Krieger und Familien. Menschen mit Hoffnungen, Ängsten und Träumen. Menschen, die in einer Welt lebten, die längst vergangen scheint und uns trotzdem näher ist, als wir denken. Vielen Dank, dass du mich auf dieser Reise begleitet hast. Sichere dir deinen Platz in der Geschichte und abonniere den Kanal, wenn du weitere spannende Einblicke in vergangene Zeiten erleben möchtest. Bis zur nächsten Reise in die Vergangenheit.